Jetzt möchte ich als erstes mal einen Tackling zeigen. Tackling ist, sage ich jetzt, zum Veredeln von Seilenden, um ein Ausfransen zu verhindern, beziehungsweise wenn ich einen Spleiß habe, um ein Auseinanderrutschen des Spleißes zu verhindern, beziehungsweise wenn ich nur ein abgenähtes Auge machen möchte. Für diese Sachen brauche ich immer ein Tackling. Und ich möchte jetzt eine Methode zeigen, wie ich einen Tackling relativ, sage ich, gut zusammenbringe und einfach die Enden dabei verschwinden lasse. Es gibt da verschiedenste Tricks. Ich persönlich mag die Möglichkeit, mit einer separaten Schlaufe das Ende einzuziehen am liebsten. Um einen Tackling zu produzieren, brauche ich natürlich neben dem benötigten Werkzeug ein weiteres Utensil. Und das ist eben ein Takelgarn. Takelgarn gibt es in verschiedenen Ausführungen. In dem Fall Dyneema-Takelgarn würde ich bei Hightech-Seilen beziehungsweise offenen Dyneema verwenden. Takelgarn gibt es aus Dyneema, aus Polyester, gewachst, ungewachst. Das sind eigentlich verschiedenste Produkte, die ich nach Vorliebe verwenden kann. Umso spezifischer oder umso professioneller die Anwendung ist oder die verwendete Leine, würde ich natürlich auch mit der Qualität des Takelgarns mich an die Qualität des Seils anpassen. Hierfür muss ich als erstes einmal eine Schlaufe machen, die ich, sage ich, für etliche Tacklinge verwenden kann, beziehungsweise die ich auch, wenn ich einen Tackling habe und die Schlaufe ist kaputt, kann ich das immer aus den Reststücken machen. Ich nähe bei jedem Tackling ein-, zweimal durch das Material durch. Brenne mir ein kleines Hubelchen auf die Leine, ziehe das dann an die Leine ran. Wenn ich natürlich einen Spleiß abtakel, sage ich, kann ich oder sollte ich nicht nur einmal oder zweimal durchtakeln, sondern kann ich zwischen 3 und 5 Mal durchstechen durch die Leine. Was wichtig ist, ich sollte diese Stiche nur so lang setzen, wie lang mein Tackling auch wird, weil sonst sind die nachher ungeschützt. So, ich habe jetzt das Material, ich habe den Takelgarn einmal fixiert, ich lege mir meine Schlaufe auf das Seil. Das Ende mit dem Knoten muss auf die Seite schauen, wo ich mit dem Tackling zum Wickeln beginne. Nun wickle ich den Takelgarn um das Seil, schaue dabei, dass ich möglichst eng und mit viel Druck den Takelgarn aufwickle. Kontrolliere immer wieder auch, dass keine Löcher entstehen auf einer Seite, weil das optisch, sage ich jetzt, nicht wirklich schön ist. Ich persönlich mache die Tacklinge immer so lang, wie das Seil dick ist, weil sich das als optisch halbwegs hübsch herausgestellt hat. So, nun vernähe ich
den Takling, um ein eventuelles Verrutschen des Taklings zu verhindern. Wenn man jetzt nicht so viel Kraft in den Händen hat, weil man das täglich macht, könnte es sich als gut herausstellen, wenn man eine Zange benutzt, um die Takelnadel durch das Seil zu bekommen. Man könnte natürlich auch anstatt der Arbeitsunterlage einen Nähhandschuh oder Segelmacherhandschuh verwenden, wo ich mit dem Daumen einen Schutz drauf habe, die Nadel in das Seil drücke. Ich persönlich bevorzuge aber eine Arbeitsunterlage, weil ich da nicht ein störendes Utensil an der Hand habe, was mir bei nächsten Arbeitsschritten wieder im Weg ist. So, ich habe jetzt meine Tönnchen, das nennt man so, wenn ich das herumwickel, gemacht und kann nun das Ende nach 2 Wicklungen durch die Schlaufe ziehen und lasse nun das lose Ende unter dem Takling verschwinden, schneide es ab und versiegle es. Durch das, dass ich das lose Ende unter dem Takling gezogen habe, ist dieser Takling an sich sehr robust und wird sich kaum auflösen.